Mit dem Tesla in den Süden von Kroatien fahren. Nee, geht jetzt nicht. Dahinter ist wieder. Moment, stopp. Ist das versprungen hier? Oh Gott, das wird nie was. Eine kurze Anmerkung vorab für all diejenigen, die mit ihrem E-Auto schon durch die Mongolei bis nach Indonesien gefahren sind oder einfach keine Lust haben, sich mit den kleineren und größeren Sorgen eines E-Auto-Starters zu beschäftigen. Das folgende Video wird euch nicht glücklich machen. Klickt doch einfach weiter und zerbrecht euch nicht den Kopf, wie ihr euch mit einem möglichst uncharmanten Kommentar in Szene setzt. Das Leben ist doch schön, eure und meine Lebenszeit ist begrenzt und YouTube ein irrsinnig großer Kosmos mit Videos, die sicherlich auch euren Geschmack treffen. Also einfach weiterklicken. Alle übrigen, die sich noch unschlüssig sind, ob sie sich ein E-Auto zulegen sollen oder nicht, seien herzlich gegrüßt für den zweiten Teil von Mit dem Tesla in den Süden. Im ersten Part hatte ich euch von unseren Vorabplanungen berichtet. Hatte euch von Ladestops, blauen Adapter, landeseigenen Lade-Apps und unseren Notfallüberlegungen samt Juice Booster erzählt. Wer dieses Video noch einmal schauen mag, hier oben habe ich es für euch verlinkt. Heute nun die Bestandsaufnahme. Welche Überlegungen waren richtig und wichtig? Welche Sorgen waren völlig unbegründet? Und welche Fallstricke hatten wir so gar nicht auf unserer Rechnung? Das alles heute bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis. Mit dem Tesla in den Süden oder womit man bei einem E-Roadtrip in den Süden rechnen muss. Herzlich willkommen! Einige Tage sind wir nun schon hier in Tesno, in Dalmatien. Ich besuche mein Musikfestival mit allerlei Hausmusik. Meine Frau Melinda und die Kinder genießen die Sonne und den eigenen Pool. Und wir alle haben eine Menge Spaß in der Sonne. Sofern kein Extremwetter mit Blitz und Donner dazwischen kommt. Unser Tesla erholt sich derweil unter den Oliven- und Feigenbäumen. Womit wir beim eigentlichen Thema dieses Videos angekommen sind. Unser Trip in den Süden und wie sich das Fahren mit dem E-Auto hier im Süden von Kroatien darstellt. Ja, wer schon länger elektrisch fährt und solche Trips bereits hinter sich hat, wird unter Umständen abwinken. Alles schon erlebt. Für andere, die sich vielleicht noch überdenken, ob sie sich ein E-Auto zulegen sollen, mag dieses Video dennoch interessant sein. Also der Reihe nach. Die Hinfahrt. Kein großes Gerede, sagen wir es recht einfach. Im Regelfall kommt man ohne größere Probleme in den Süden von Kroatien. Das Navi des Teslas plant alle Ladestops minutiös mit ein. Ja, manchmal plant das Ding ein wenig eigenwillig. Und man fragt sich, warum er einen für lediglich 10 Minuten an eine Ladesäule schickt, anstatt an einer anderen Ladestation etwas länger Strom zu tanken. Aber hey, man ist ja Herr des Geschehens und kann immer noch selbst entscheiden, ob man weiterladen will oder nicht. Ein wenig Sorge hatten wir, weil wir vorab in München keine Zeit gefunden hatten, den Wagen noch einmal voll zu tanken. So stiegen wir kurz vor 3 Uhr nachts in unseren Wagen und fuhren einfach los, was aber ebenfalls kein Problem darstellte. Wir starten als erstes nach Bruntal, denn wir müssen dringend laden, denn wir haben nur hier 40% Ladeleistung und wir brauchen noch ein bisschen Energie. Mitten in der Nacht waren die Supercharger an der Strecke fast immer menschenleer. Das Laden klappte völlig problemlos. Wir waren in der Nacht gestartet, weil wir so Staus auf der Strecke und auch an den Superchargern in Slowenien und Kroatien vermeiden wollten. Das war in Summe eine gute Idee. Warten zum Laden mussten wir auf der gesamten Strecke kein einziges Mal. Wie wir allerdings gehört haben, war das bei anderen Urlaubern, die vor allem tagsüber unterwegs waren, nicht immer so der Fall. Bemerkenswert ist dagegen, an welchen unterschiedlichen Orten Supercharger stehen. In Ljubljana steht dieser zum Beispiel auf dem Parkplatz eines Hotels. Klingt gut, war allerdings nicht so einladend, da gleich vis-à-vis ein Gebäude mit schwerem Gerät abgerissen wurde, sodass der Zugriff auf einige Stationen nur beschwerlich möglich war. Hey Tesla, das geht wirklich besser. Wenn Bagger und Raupen rund um eure Ladestationen schon aktiv sind, dann setzt doch gleich noch bitte einen kleinen Pool mit Palmen und Bierbar daneben, denn bekanntlich beginnt ein toller Urlaub ja schon bei der Anfahrt. Okay, vielleicht doch keine so gute Idee. Die Nörgler und Hater werden bemängeln, dass die Ladestops dann halt zu kurz sind. Also zurück zum Ladepark in Ljubljana, auf dem Parkplatz eines Hotels. Was uns dort tatsächlich gefallen hat, Frau und Kinder können dort die Toilette benutzen. Sehr gut. Am Rande nur ein kleiner Wermutstropfen. Als wir weitergefahren sind, mussten wir in der Ausfahrt 2 Euro fürs Parken bezahlen. Nun gut, das kann man natürlich verschmerzen. In Summe sei festgehalten, der Transfer mit dem E-Auto zum Urlaubsort und wahrscheinlich auch zurück stellt gar kein großes Problem dar. Aber das hatten wir ja bereits im Vorfeld so vermutet. Spannend war vielmehr die Frage, wie wir uns rund um den Zielort bewegen würden. Denn im Vorfeld zeichnete sich bereits ab, dass die Zahl an Lademöglichkeiten vor Ort sehr begrenzt sein würde. Somit nahmen wir die letzte Supercharger-Ladung in Zadar mit. Den Weg in Richtung Tisno, unserem Zielort,
Ort in Dalmatien, setzten wir an der Küste fort. Denn wir hatten ausgemacht, dass genau auf diesem Weg eine Kaufland-Filiale steht, an der man kostenlos und sogar schnell laden kann. Das wollten wir auf jeden Fall ausprobieren. Und ja, tatsächlich, diese Ladestation existiert. Als wir vorbeischauten, war sie allerdings, wie zu erwarten war, schon belegt. Zumindest der eine von 2 Plätzen. Und genau der mit der Schnellladefunktion. Gut, das war zu erwarten. Wo es etwas umsonst gibt, sind viele schnell zur Stelle. Also ging es weiter zu unserer Unterkunft hier in Tisno. Ein Mobile Home auf einem exklusiven grünen Campingground. Eine Wallbox existiert aber leider vor Ort nicht. Ja, man habe vermehrt Nachfragen, erzählte man uns. Aber bis dato noch keine Lösung. Es gäbe eine blaue Campingsteckdose am Rande eines Parkplatzes. Die könne man nutzen. Nun gut, das klang vernünftig. Und wie es der Teufel will, hatte ich mir einen solchen blauen Ladeadapter für den Tesla Ladeziegel noch vor der Abfahrt zugelegt. Meine Frau hatte das mit einem milden Lächeln quittiert. Ja, wenn der Alte 50 € für so ein Ding ausgeben will, Herrgott, dann soll er das halt tun. Du hast schon ein irrsinniges Kabelsammelsurium im Keller. Ein Adapter mehr oder weniger fällt da auch nicht weiter auf. Geholfen hätte er, zumindest in meinem Fall, aber trotzdem nicht. Unser Tesla hätte am Rande eines schon sehr engen Parkbereichs stehen müssen. Und ich hätte anderen Fahrzeugen die Ausfahrt versperrt. Weshalb ein Mitarbeiter dazu riet, am besten doch nachts zu laden. Nun ja, in meinem Fall auch keine echte Lösung. Denn nachts war ich ja stets zum Festival unterwegs. Alternativ hätte ich einen der Parkplätze in der Nähe der blauen Steckdose nehmen können, sofern denn einer überhaupt mal frei gewesen wäre, was eigentlich nie der Fall war. Aber dann hätte die Länge des Kabels einfach nicht ausgereicht. In diesem Fall wäre vielleicht der Juice Booster eine Lösung gewesen, denn für diesen existiert eine verifizierte Kabelverlängerung. Jetzt lass das endlich mit diesem Juice Booster, den braucht wahrscheinlich eh kein Mensch. Ja, ich weiß, andere Nutzer nehmen in einem solchen Fall ein gewöhnliches Verlängerungskabel aus dem Baumarkt. Auch wenn davor stets abgeraten und sogar gewarnt wird. Das mag man unterschiedlich bewerten. Ich jedoch halte mich an solche Vorgaben. Kommt bei mir nicht in Frage. Kurzum, unser Tesla Ladeziegel samt blauem Adapter konnte uns nicht weiterhelfen. Ein Juice Booster wäre vielleicht die Lösung gewesen. Aber erwirbt man sich für so einen speziellen Fall extra ein so teures Gerät? Vergiss das mit diesem Juice Booster. Aber genauso gut kann ich diejenigen verstehen, die sich dieses Extra für besondere Fälle gerne leisten. Zumal der Juice Booster gegen Spritzwasser, Dreck und Überfahren geschützt ist. Gerade in einer etwas rauen Gegend wie Kroatien kann das von Vorteil sein. Aber lassen wir es bei diesem eher theoretischen Geplänkel. Wir haben uns gegen diese Lösung entschieden. Also mussten wir nun in der Region nach alternativen Ladelösungen suchen. Und zwar nach solchen, an denen wir in einer angemessenen Zeit schnell laden können. Da wir ohnehin einkaufen mussten, steuerten wir noch am ersten Tag einen Lidl-Supermarkt im benachbarten Bodice an. Und welch ein Wunder, auf dem Weg dorthin sahen wir ein Werbeplakat für eine neue Kaufland-Filiale in unmittelbarer Nähe. Perfekt. Da wird es doch sicherlich eine Ladestation geben, wie an der ersten Filiale, die wir auf der Hinfahrt gesehen hatten. Ja, eine Ladestation gab es tatsächlich, sogar mit 2 Schnellladeplätzen. Aber wir hatten es bereits vermutet, waren diese beiden bei unserem ersten Besuch belegt. Schade. Die nächsten beiden Tage verbrachten wir entspannt am Pool. Beziehungsweise ich fuhr zu meinem Festival. Und bei jeder Fahrt überschlug ich in Gedanken, wie lang der Strom wohl noch reichen würde. Also gingen wir eines Tages auf Erkundungstour und steuerten die Ladestation eines lokalen Anbieters im benachbarten Pirovac an, die wir vorab ausgemacht hatten. Wie fein. Wir fanden einen freien Platz. Per ADAC-Ladekarte war der Anschluss schnell freigeschaltet und wir konnten schnell laden. Ein gutes Gefühl. Bis der Vorgang leider nach wenigen Minuten abbrach. Warum auch immer. That's life. Immerhin, wir hatten unseren E-Tank wieder um einige Prozent aufgefüllt. Wieder 2 Tage später fuhren wir zum morgendlichen Einkauf zu Kaufland und probierten dort erneut zu laden. Hey, ein Hauch von und täglich grüßt das Murmeltier. Aber diesmal hatten wir Glück. Wir konnten tatsächlich einen von 2 Schnellladeplätzen erobern. Ich hatte gedacht, wir hätten jetzt tatsächlich die Lösung für unsere Ladeproblematik hier in Kroatien gefunden gehabt. Und zwar waren wir am ersten Tag gleich hier einkaufen. Hier gibt es einen Kaufland. Der hat neu eröffnet und er hat, was soll ich sagen, hier einen Ladepunkt sogar. 2 Stellplätze, einen belege ich gerade, der andere ist dort. Und meine Frau und ich heute Morgen losgefahren, wollten ein Brötchen holen und dachten mir, hey, bei der Gelegenheit, wir laden einfach eine Runde. Aber nun kommt es manchmal so, wie es halt kommt. Und zwar kamen wir hier hin, hier drüben hat noch ein Herr aus Stuttgart vorhin geladen. Während der Kunde neben uns noch laden konnte, gab unsere Säule nur noch ein Out of Order aus. Säule außer Funktion. Ich wartete einige Minuten und hoffte auf ein Wunder. Doch es änderte sich nichts. Out of Order. Wir kauften ein, der Tank blieb leer. Ich gebe zu, an diesem Punkt war ich ein wenig genervt und auch recht enttäuscht.
enttäuscht. Zugleich war allerdings auch mein Ehrgeiz gepackt. Also fuhr ich eines Abends erneut nach Pirovac. Und diesmal hatte ich Glück. Die Kroaten feierten einen Feiertag, die Stadt war voller Menschen und ich fand einen freien Ladeplatz. Halleluja! Etwas unglücklich. Ein Verbrenner blockierte den für unseren Tesla besten Ladeplatz, sodass ich den zweiten Stellplatz nehmen und einige Male mit dem Wagen hin und her rangieren musste, da das Kabel nicht lang genug war. That's E-Life Living meets Reality. Anyway, am Ende funktionierte es und ich konnte laden. Auf über 90%. Ein befriedigendes Gefühl. Und ab diesem Punkt hatten wir einen richtigen Lauf. Während eines Abendessens auf dem Rutter tankten wir nochmals an einer lokalen E-Zapfsäule voll. Zugegeben etwas glücklich, denn nur Sekunden später schoss ein ungarischer Fahrer auf den zweiten offenen Platz und etliche andere E-Autofahrer fuhren vorbei und fragten uns, ob wir denn nicht wegfahren würden. Machten wir natürlich nicht. Und eines Tages klappte es sogar am E-Charger bei Kaufland. Finally, we made it. Unser Gesamtresümee. Über Hin- und Rückfahrt muss man nicht viel diskutieren. Das klappt. Man muss halt gegebenenfalls ein wenig Wartezeit einplanen. Eine Lademöglichkeit am Aufenthaltsort selbst ist natürlich sehr wünschenswert. Allerdings nicht immer gegeben. Gegebenenfalls kann es hilfreich sein, einen Ladeziegel samt blauen oder rotem Adapter dabei zu haben, um zumindest ein klein wenig laden zu können. Ein Juice Booster kann eine gute individuelle Lösung sein, sofern man denn in eine eher unwegbare Umgebung reist, in der man eine Ladelösung benötigt, die zusätzlichen Schutz gegen Spritzwasser, Schmutz und Überfahren bietet. Das allerdings hat seinen Preis und den ist nicht jeder bereit zu zahlen, was man durchaus verstehen kann. Und es bleibt die Erkenntnis, dass das alles nichts hilft, wenn in unmittelbarer Nähe keine Steckdose existiert. Ja, auch das ist Teil der Realität. Dann muss man auf Suche gehen. Und das kann mitunter nervig sein. Wenn Ladevorgänge abbrechen, Stellplätze belegt sind oder gar von Verbrennern stundenlang blockiert werden. Muss man deshalb Angst schieben, irgendwo in der Pampa liegen zu bleiben? Nein, das ganz sicherlich nicht. Aber man sollte etwas Geduld mitbringen, sowie die Bereitschaft, nach Alternativen zu suchen. Kurz mal tanken wie bei einem Verbrenner, so einfach ist das nun mal nicht. Auch das ist Teil der Wahrheit. In Kürze brechen wir nun schon wieder auf, verlassen diese wunderbare Landschaft und fahren zurück nach München. Wir sind gespannt, wie das verlaufen wird, zumal die Infrastruktur in Slowenien nach den schweren Unwettern noch nicht wieder in vollem Umfang wiederhergestellt ist. Bleibt die Frage an euch, wie bereitet ihr euch auf Reisen ins Ausland mit dem E-Auto vor? Hinterlasst eure Ideen und Gedanken hier unten in der Kommentarspalte unter diesem Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne ein Like oder noch besser, ihr abonniert diesen Kanal. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne wünschen wir allen Urlaubern da draußen eine gute Heimfahrt und freuen uns auf ein Wiedersehen hier bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis. Bis demnächst.